War Zocken früher besser? Ja, vielleicht. Also, ich meine, ich glaube schon, oder? Was? Was? Früher, da war alles gefühlt ja sowieso immer viel besser als heute. Aber es kommt auf das kleine Wort gefühlt an. Damals hast du dir ein Spiel gekauft, für das du dich erstmal anziehen, fertig machen und loslaufen musstest. Ja, damals musste man noch aus dem Haus gehen, um Spiele zu kaufen. Für alle unter 15 Jahren da draußen, wir mussten früher noch mit Menschen interagieren, wenn wir ein Spiel kaufen wollten. So ganz real von Angesicht zu Angesicht. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Wenn man dann also im Laden angekommen war, hat man sich umgeschaut, weil man eigentlich gar nicht wusste, was man überhaupt sucht. Also zumindest war das bei mir immer so. Und dann hat man die CDs in die Hand genommen und anhand der Rückseite der Hülle entschieden, welches Spiel man kauft. Ja, man glaubt es kaum, man hat aufgrund von verpixelten Bildchen entschieden, welches Spiel man sich von seinem Taschengeld denn leisten kann. Und wehe, das war dann schlecht. Wenn du das dann gekauft hast und zu Hause installiert hast mit einem 5,25 Zoll Laufwerk, richtig retro, dann hattest du das Spiel. Das war's. Kein 3 Terabyte großer Day-One-Patch, keine sinnlosen Season Passes, keine DLCs, die 4 Monate nach Release das Ende der Geschichte zur Hälfte fertig erzählen und du auch noch kaufen musst. Das Spiel war einfach komplett und passte auf eine mickrige kleine CD. Du hattest die gesamte Gaming-Experience in einer kleinen Hülle. Und was es auch nicht gab, Online-Zwang. Wäre auch schlecht gewesen bei total stabilem ISDN, dass man am besten noch minütlich bezahlen musste, um immer online sein zu müssen. Ich glaube, da wäre man mehr mit Neueinwählen beschäftigt gewesen als mit Zocken. Es gab keine Singleplayer-Spiele, die dich, warum auch immer, dazu gezwungen haben, always on zu sein. Einfach nur weil. Denn sie haben ja gar keinen Multiplayer. Wo wir vorhin beim nicht vorhandenen Day-One-Patch waren. Das war auch gar nicht nötig, weil Spiele damals rauskamen, wenn sie fertig waren. Ja, man glaubt es kaum. Es war einfach extrem selten, dass etwas großartig nachgepatcht werden musste, weil die Entwickler genau wussten, dass dies so gut wie gar nicht möglich war. Heute kommt der Day-One-Patch ja meistens schon raus, bevor das Spiel überhaupt released wurde. Ich meine, was ist das überhaupt für eine Logik? Wenn ich das Spiel doch heute release, warum muss ich dann direkt einen Patch rausbringen? Pack doch einfach den Patch in das Spiel, das ich doch sowieso gerade downloade. Willst du mich eigentlich für blöd verkaufen oder was? Damals gab es auch gefühlt viel mehr Innovationen. Die Entwickler konnten dich nicht mit der hyperrealistischen Unreal Engine 10 Grafik überzeugen, weil einfach alles scheiße aussah. Sie mussten dich mit ihrem Gameplay überzeugen, mit ihrem Leveldesign, der Story oder Mechaniken, die zuvor noch kein Mensch auf dieser Welt gesehen hat. Die Idee war wichtig, nicht die Grafik. Apropos Idee. Du hast in jedem Spiel aufs neue Überraschungen erlebt. Denn du wusstest vorher gar nicht, was dich erwartet. Du hattest ja vorher nur diesen kleinen schäbigen Screenshot auf der CD-Hülle mit den 3 kryptischen Sätzen daneben gesehen. Du warst danach genauso schlau, um was es in dem Spiel geht, wie vorher. Es gab kein YouTube, kein Twitch und keine 5 Millionen Reviews für ein Spiel. Das einzige Review, das du vielleicht hattest, waren deine Freunde. Aber man muss ja echt sagen, dass es schon echt ziemlich immersiv ist, was es heute so an Spielen gibt. Ich kann mich ja leider nicht so ganz davon befreien und bin ein kleines Konsumopfer. Und auch wenn uns die Open Worlds manchmal erschlagen, so können die auch echt extrem gut gestaltet sein, so wie in einem absoluten Paradebeispiel dafür, nämlich Kingdom Come Deliverance 2. Ja, ihr habt richtig gehört, es hat Skyrim abgelöst. Außerdem muss man ja auch mal zugutehalten, dass heute auch für jeden irgendwas dabei ist. Gerade der Indie-Markt gibt ja wirklich jedem irgendetwas an die Hand, was ihm oder ihr gefallen könnte. Da gibt es wirklich Ideen, mein lieber Scholli, die sind wirklich extrem gut. Könnten sich so manche AAA-Entwickler echt mal eine Scheibe von abschneiden, oder? Dann wäre da noch das Zusammenspielen. Menschen. Wie unglaublich kompliziert das früher war, mit anderen zusammenzuspielen.
Ich erinnere mich noch an diese Counter-Strike LAN-Partys. Da musste man erstmal ein paar Stunden vorher mit einplanen, weil es immer diesen einen Rechner gab, der nicht mit ins Netzwerk wollte. Der hat einfach gesagt, nö, in das Netzwerk gehe ich nicht. Heute startest du einfach eine Koop-Session oder lädst ein Multiplayer-Spiel und schon geht's los. Einfacher geht's ja nicht mehr. Und auch wenn man oft über Twitch oder YouTube meckert, habe ich das jetzt gesagt? Ich bin noch selber auf YouTube, ich Idiot. Einen Vorteil haben sie, aber nur einen. Nämlich, wenn du echt mal zu unintelligent bist, um im Spiel weiterzukommen, gibt es mit Sicherheit irgendeinen Justin aus Castrop-Rauxel, der mal irgendwann genau zu dieser einen Quest, an der du gerade feststeckst, ein verpixeltes Video mit viel zu lautem Ton hochgeladen hat. Und auch wenn dir danach die Augen und Ohren bluten, so kannst du dann weiterspielen. Toll, oder? Also ich würde sagen, dass Zocken früher echt